Noch 90 Minuten bis zur Fußball-Bundesliga. Das Rückspiel in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim. 2:1 haben wir gewonnen. Heißt, wir gehen mit einem 1-Tore-Vorsprung hier ins Spiel. Heißt nichts, es ist noch lange nichts entschieden. Aber ist der 8. Juni 2025 hier in-game das Datum, an dem Preußen Münster zurückkehrt. Gründungsmitglied der Fußball-Bundesliga. Sollte es tatsächlich heute soweit sein. Die letzten Heimspiele. Das letzte Heimspiel für Hendricks, für Kirkeskov, für Amenido. Die verabschieden sich dann also heute und vielleicht sogar als Aufsteiger. Also 90 Minuten. Gehen wir es an. Auf offensiv und ich bin sehr, sehr gespannt, ob Heidenheim ein bisschen mehr macht als im Hinspiel. Die haben defensiv, ja, waren sie ziemlich löchrig. Vorne dann Paul Wanner hat dann noch das 2:1 geschossen. Und sie sind auf jeden Fall schon mal hier ein bisschen offensiver als im letzten Spiel zu Beginn. Schöppner, weil sie müssen natürlich. Pieringer, die haben den Druck. Die müssen einen Rückstand aufholen, wir nicht. Ich spiele aber trotzdem vorne mit. Ich stelle mich nicht hinten rein, weil das funktioniert erstens nicht. Und zweitens ist das nicht mein Spielstil. Ich möchte auch nach vorne spielen. Ich möchte auch hier heute gewinnen. Ja, auch wenn das 0:0 reichen wird. Aber ich will gewinnen. Ich spiele auf Sieg. Ich möchte hier heute gewinnen und ich möchte auch dann aufsteigen. Grodowski vielleicht mit dem ersten Ausrufezeichen. Ja, auch den ersten Schuss. Also, beide sind gut drin im Spiel. Heidenheim. Ja, war die ersten Sekunden ganz gut vorne mit dabei. Hat auch schon mal einen Abschluss, aber das reicht halt nicht. 0:0 ist gleichbedeutend mit dem Abstieg für Heidenheim. Remberg, Fröhling. Geht schon wieder so los. Wir setzen uns vorne fest. Vorne Heidenheim. Wir haben schon 2, 3 Leute, die warten dann auf Ballverlust und dann geht es, glaube ich, schnell. Das heißt, Ballverluste hier heute sind sehr, sehr tödlich für uns. Ganz besonders heute. Weil es hier nämlich um die Liga-Zugehörigkeit geht. Kudowski und Lecomte. Heidenheim, wie gesagt, einen sehr, sehr wilden Kader. Von Betis Sevilla haben sie einen ausgeliehen. Die haben Danny Welbeck, der gefühlt schon im Ruhestand ist. Die haben mit Wanner einen der nächsten Stars im deutschen Fußball. Von daher also sehr, sehr wilde Truppe, die sich vielleicht dann in Liga 2 wiederfindet. Kann man gar nicht glauben, aber ist dann so. Dann wären wir nämlich in der Bundesliga. Aber Achtung, Heidenheim kommt. Der ist es hier. Diao Dion. Spanier, 19 Jahre. Würde ich mir auch gerne mal angucken, aber habe ich jetzt in der Schnelle der Zeit nicht geschafft, weil es gibt Wichtigeres. Es gibt jetzt hier gerade Wichtigeres. Heidenheim ist da über Außen, über Traoré. Der will sich wieder den Ball 10 Meter weit vorlegen. Aber da bin ich schon dahinter gekommen. Jungs, das funktioniert nicht mehr so einfach. Fridjonsson jetzt vorne alleine. Wartet natürlich auf Fröhling. Der ist auch schnell. Traoré aber auch. Fridjonsson in der Mitte hat er sich positioniert. Ja, abgefälscht. Und kommt nicht durch. Schade. Schade, schade, schade. Kommt nicht ran. Und wir, Diao Dion. Der ist aber auch nicht langsam, ey. Um Gottes Willen. Da kommen wir gar nicht hinterher. Auch nicht Janda, auch nicht Kirkeskov. Aufgepasst. Diao Dion gegen die gesamte Abwehr. Schöppner Cienza. Ja, Dorsch hat auch einen guten Schuss, wollte ich gerade sagen. Der wird es mal von Weitem probieren. Hat aber Gott sei Dank nicht geklappt. Und jetzt vorne Fridjonsson. Ja, das ist das, was er halt machen muss. Ball halten und dann warten auf die Hintermänner, dass sie nachrücken. Und Janda, gut, schade. Laufweg war okay, der Pass. Wenn der ankommt, dann haben wir eine große, große Chance, hier in Führung zu gehen. Auch mal die Grätsche. Faire Grätsche von Remberg. Diao Dion, auch der versucht's vorne. Pieringer. Aufgepasst, aber im Strafraum. Auch Partov, unser Kapitän. Spielt eine sensationelle Saison. Hat auch ein paar Kopfballtore. Heute Nummer 1. Würde ich ihm gönnen. Einfach so. So, Fröhling, Janda. Das war jetzt mal gut gespielt. Janda muss es mal alleine probieren. Ja, knapp. Aber es läuft bislang für uns. Heidenheim hat nicht so viele Chancen. Die suchen immer noch so ein bisschen nach der Lücke vorne. Und wir haben auch immer wieder Umschaltmomente. Da ist halt die Überlegung, da nochmal mit einem Schnellen was zu machen. Amenido zum Beispiel. Ist ja auch sein letztes Spiel heute. Wird er dann auch den Verein auch ablösefrei leider verlassen. Joshua Mees auch, geht nach Darmstadt. Wird also auch noch ein Jahr zweite Liga mindestens spielen. Heidenheim kommt über Cienza. Das sieht alles bislang noch nicht so ganz. Ja, muss abseits sein, ja, von Pieringer.
Sieht alles noch nicht so druckvoll aus, aber sah es im Hinspiel auch nicht. Und dann hat auf einmal Paul Wanner das 2-1 gemacht, warum auch immer. Fröhling, wieder ein bisschen Platz. Außen Kirkeskov, wenn er durchläuft. Ja, in den Rücken. Genauso wollte ich es eigentlich spielen, aber Traoré ist da. Kirkeskov holt ihn sich wieder. Und dann leider der Ballverlust. Schade, jetzt fehlt Kirkeskov hinten. Jetzt ist er wieder da. Also 5 Minuten noch, dann ist Halbzeit 0-0. Würde Stand jetzt bedeuten, dass wir aufgestiegen sind. Nochmal Heidenheim über Föhrenbach. Um dann wirklich auf Nummer sicher zu gehen, müssen wir hier auch einfach nur ein Tor machen. Dann braucht Heidenheim schon 2. Deswegen spielen wir weiterhin nach vorne. Janda, vielleicht kurz vor der Pause, wie im letzten Spiel. Schade. Da war es dann Remberg mit seinem Gewaltschuss in den Winkel. Jetzt kommt nochmal die Heidenheimer über Schöppner. Müsste aber jetzt, ja, der Halbzeitpfiff sein. Also, den ersten Teil haben wir auch heute wieder geschafft. 0-0. Spricht für uns. Heidenheim braucht ein Tor, muss also noch ein bisschen offensiver werden. Ja, mehr Ballbesitz, das ist okay, das ist mir eigentlich egal. Vorne ist halt die Überlegung. Und auch so, weil nicht mehr alle fit sind, ob ich da dann ab der 60. nochmal durchwechsel. Ich beobachte das mal. Wir starten jetzt rein in die letzten 45 Minuten in dieser Saison. Und dann werden wir wissen, ob wir noch ein Jahr zweite Liga spielen oder ob es sensationellerweise dann für den Aufstieg reicht in die Bundesliga. Und dann spielen wir nächstes Jahr anstatt gegen Nürnberg, Schalke und Hertha, gegen Dortmund, Bayern, Frankfurt, Leverkusen. Werden auch sehr, sehr schöne Spiele, auch besonders auswärts. Fröhling, ja. Mit dem Startschuss für die zweite Halbzeit. Und jetzt die Heidenheimer. Oh, Achtung, Pieringer. Da haben wir nicht gut gestanden. Pieringer gegen Kirkeskov. Komm, Junge, Pieringer. 1-0. Die kalte Dusche direkt nach der Pause. Und da war genau dieser eine Fehler, diese eine Lücke, die wir dann haben reißen lassen. Kirkeskov kommt dann leider nicht mehr ganz ran. Und Pieringer nutzt das. Und schießt Heidenheim in Führung und zum Gesamtausgleich von 2:2. Jetzt wird es eine Zitterpartie. Schade, da sind wir einmal rausgerückt. Ich weiß gar nicht mit wem, ob mit Partov oder mit Kulis. Aber dann war halt die Lücke frei und dann wird das halt gnadenlos ausgenutzt. Nicht nur von Heidenheim, sondern auch von allen anderen Mannschaften. Gut, heißt jetzt aber nicht verrückt machen. Wir haben noch Zeit. Mehr als 40 Minuten, um darauf zu reagieren. Und es wäre doch schön, wenn wir hier gleich den Ausgleich machen. Die direkte Antwort, das wäre sehr wichtig. Remberg, oh Fröhling, wir haben zu viel Platz. Aber ich konnte mich gerade nicht drehen, deswegen habe ich nochmal zurückgespielt. Kirkeskov, Remberg. Grodowski, Hendricks, außen. Da muss er jetzt hin, genau. Herr Horst, Grodowski. Jeder Pass muss jetzt vorher gut überlegt sein, weil wieder hier ein Fehlpass und dann könnte das der Rückstand sein. Fröhling. Ja, Fridjonsson kommt nicht ganz ran. Das heißt, jetzt defensiv nochmal ein bisschen wacher sein, stabiler stehen. Und vorne dann nochmal eine Chance, die wir haben, irgendwie nutzen. Grodowski zum Beispiel, ja. Auch gerne aus der Ferne. Das haben wir drauf. Was war das denn für ein Kopfball? Fröhling hat jetzt Platz, einfach zu zirkeln. Schießt wieder ein Heidenheimer ab. Egal, weiter geht's. Nächste Chance. Kirkeskov. Remberg. Janda, sehr, sehr gut. Und jetzt aber Grodowski. Nee, zu ungenau. Zu ungenau. Aber wir haben den Platz. Wir haben den Platz, vorne uns den Ball ganz entspannt zuzuspielen. Und da müssen wir halt im Strafraum ein bisschen konsequenter werden. Ganz besonders heute, weil es ist dann das letzte Spiel. Mehr geht da nicht. Heute entscheidet sich hier die Liga-Zugehörigkeit. Momentan würden wir in die Verlängerung gehen. Wir nehmen hier heute wieder alles mit. Wie gesagt, entspannt geht bei mir nie. In so Spielen, wo es dann wirklich um was geht, da muss es dann auch bis zum letzten Tropfen ausgereizt werden. Verlängerung und Elfmeterschießen dann wahrscheinlich. Wobei, das ist dann halt auch Glückssache. Das ist dann halt auch wirklich Glückssache. Deswegen möchte ich es erst gar nicht so weit kommen lassen, sondern das Ganze vor dem Elfmeterschießen auf jeden Fall entschieden haben. Weil dann entscheidet EAFC. Grodowski, ja, Laufweg war okay, aber wir kriegen die Bälle nicht hinter die Abwehr gespielt. Jetzt vielleicht Remberg, komm, mach's noch einmal, Remberg!
Noch nicht. Sind noch 20 Minuten. Wechseln wir nochmal. Wir gucken mal. Ein paar frische Kräfte. Oh ja, wir brauchen frische Kräfte. Also vorne nochmal. Amenido. Der schon weg ist anscheinend, oder? Der gar nicht mit im Kader ist. Ja, das ist natürlich bitter. Dann machen wir Bolay für Kirkiskov. Also sein letztes Spiel. Namen die Collins nochmal. Frische Kräfte für die Innenverteidigung. Für Coolis würde ich fast schon sagen. Ja, und vorne fehlt uns natürlich jetzt ein Stürmer. Das ist natürlich Arschritze, auf Deutsch gesagt. Dann müssen wir es erstmal so spielen. Rechtsverteidiger muss ich dann mal gucken, ob ich T-Club da nochmal reinwechsel. Aber wir müssen jetzt vorne mit Friedrichsson zu Ende spielen. Amenido nicht mehr da. Hikimugu habe ich auch nicht auf die Bank getan. Haben wir weniger Wechsel in die Relegation vielleicht? Ist es das, warum die nicht mit dabei sind? So spontan habe ich mir jetzt gerade gedacht. Das wäre eine simple und logische Erklärung. Ja, dass es in der Relegation einfach weniger Wechsel gibt. Aufgepasst, wieder Piringer. Verteidigung so stehen lassen. Auf gar keinen Fall hier irgendwen rausrücken lassen. Heidenheim kommt über Schöppner, außen über Cienza. Ich glaube, jetzt macht Heidenheim nochmal so ein bisschen Druck. Die haben nochmal Blut geleckt jetzt hier. Collins ist da, abgefälscht. Würde ich jetzt einfach mal so von Weitem sagen. Janda, ja, wird jetzt zugelaufen. Da haben wir jetzt nicht mehr so viel Zeit zu überlegen, aber Gott sei Dank abseits. Gott sei Dank. Es fehlt ein Tor. Für uns und für Heidenheim, um das Ding hier vor der Verlängerung zu entscheiden. Janda, Fröhling, vielleicht jetzt die Chance. Friedrichsson. Ja, der hat halt einen Wendekreis wie ein LKW. Da kannst du halt auch nichts machen. Aber wir sind da. Fröhling holt ihn sich sofort wieder. Ball runternehmen. Mal kurz durchpusten hier. Schauen, wo ist wer frei. Nicht den Kopf verlieren jetzt. Das ist ganz, ganz gefährlich. Remberg, Hendricks, Rodowski. Außen, ich versuche nochmal den Laufweg. Ja, nee. Den bekomme ich leider nicht so gespielt, wie ich den gerne gehabt hätte. Und daher muss ich da wieder zurück abbrechen. 5 Minuten noch. Bolay. Wer macht's? Das ist die große Frage. Wer macht's? Wir spielen hier Handball hin und her. Ich möchte jetzt mal eine vernünftige Flanke reinbringen auf Friedrichsson. Aber er steht halt auch nicht gut. Er steht halt auch nicht gut. Er steht immer am Fünfer. Der muss auf Höhe des Elfmeterpunktes stehen, dass ich dahin flanken kann. Wanner geht raus. Ist vielleicht ein gutes Zeichen für uns. Wird da schon spekuliert vielleicht auf die Verlängerung? Ich weiß es nicht. Rodowski, nicht den Ball verlieren jetzt. Komm, wir haben noch 2 Minuten. Vielleicht ist das jetzt der Aufstieg. Der Schuss vielleicht jetzt. Remberg, komm, der Schuss in die erste Liga! Und es ist es! Nikolai Remberg! Mit dem 1:1 und mit dem Aufstiegstor, eventuell. Und das vor der Verlängerung. Da hat er nochmal einen rausgerotzt. Den hat er sich aufgehoben. Remberg zielt, schießt und trifft. Für Preußen Münster. Und ist das Tor in die erste Liga? Nikolai Remberg, der Rückkehrer von Holstein Kiel. Will nochmal mit seinen alten Jungs hier in der Bundesliga spielen. 89. Minute. Das wäre natürlich die Geschichte, aber wir müssen jetzt nochmal aufpassen. Ja, 1 Minute gibt es noch oben drauf. 1 Minute für Heidenheim. Diao Dian. Das wird die letzte Aktion. Sie spielen hinten rum und das war's. Der Schiedsrichter pfeift das Spiel ab. Und Preußen Münster ist aufgestiegen. Wir haben es tatsächlich geschafft. Es kann keiner fassen. Unglaublich. Was für eine Saison. Was für ein Rückspiel. Joel Godowski ist Bundesligaspieler. Wir spielen gegen Bayern. Wir spielen gegen Dortmund, gegen Leverkusen, gegen Frankfurt, gegen Leipzig. Wir lassen alles andere hinter uns. Und jetzt darf erstmal gefeiert werden. Jetzt ist alles andere erstmal egal. Bartov, Kapitän, Janda, Fröhling, Hendricks. Spielt leider nicht Bundesliga, aber hat uns geholfen. Friedrichsson spielt in der Bundesliga. Alles Bundesligaspieler hier. Schade, dass das so abrupt hier abgebrochen wird, aber es gibt halt leider keinen Pokal. Es gibt halt leider keinen Pokal. Aber Remberg, das war die eine Szene. Die eine Szene, auf die wir alle gewartet haben. Und er befreit Preußen Münster. Jetzt gehe ich nochmal kurz rein, mache ein Thumbnail. Und dann sehen wir uns nochmal kurz im Menü wieder. Und es ist auch unter dem Strich verdient. Also wir hatten auch 9 oder 10 Schüsse, glaube ich. Heidenheim hatte 4. Aber das ist in der Relegation und bei so Spielen ist das sowas von egal. Wenn die jetzt noch ein zweites Tor gemacht hätten,
werden wir diejenigen, die jetzt am Boden zerstört werden wahrscheinlich, weil wir den Aufstieg nicht geschafft haben. So, steigen wir in die Bundesliga auf. Heidenheim steigt in die 2. Liga ab. Ja, und wir sind einfach nächste Saison Bundesligamannschaft. Wie gesagt, wir spielen gegen Bayern, Dortmund, Leipzig, zu Hause, auswärts, Frankfurt, Wolfsburg und hast du nicht gesehen, die Konsorten, Hoffenheim. Und wir steigen mit Hamburg und mit dem 1. FC Köln auf. Das war die Saison 2024, 2025. Wir spulen jetzt nochmal kurz vor. Werde aber nicht ganz bis Saisonende durchsimulieren, weil ich nochmal ein paar Sachen im Hintergrund hier gerne machen möchte. Ich werde schon mal auf Spielersuche gehen. Ich werde versuchen, die Scouts zu entsenden. Ich werde versuchen, ja, möglichst eine Bundesliga-reife Mannschaft hinzustellen. Zum Start der Bundesliga sehen wir uns dann wieder. Vielleicht mit einigen Transfers, die ich euch dann zeigen werde. Ob wir dann schon das erste Spiel machen, weiß ich nicht. Vielleicht werde ich euch auch vorher nochmal ein bisschen was zeigen. Aber auf jeden Fall sind wir aufgestiegen. Gebt dafür einen Daumen nach oben, kostenloses Abo und genießt nächste Saison die Bundesliga. 34 Bundesligaspiele mit DFB-Pokal zusammen. Wir genießen das einfach. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Ich weiß nicht, wie stark die Mannschaft sein wird, wie die Mannschaft aussehen wird. Ich hoffe auf jeden Fall konkurrenzfähig. Und Ziel ist natürlich Klassenerhalt. Zu Beginn. Auch mit heiserer Stimme, auch mit einem Voice-Crack. Es war eine ziemlich geile Saison. Ich bedanke mich wirklich bei jedem. Es ist immer schade, dass das so schnell vorbeigeht. Aber was vorbeigeht, das beginnt auch wieder dann von neuem. Die nächste Saison mit Preußen Münster in der Bundesliga. Danke, danke, danke für euren Support. Nächstes Jahr brauche ich euch noch mehr, noch größere Unterstützung. Und ja, mehr bleibt mir nicht zu sagen. Macht's gut, bis zur nächsten Saison. Und feiert noch ein bisschen.